Freunde, Jungs und Mädels, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es auf jeden Fall mal keine Restoration, das ist klar. Denn das Messer, das ist das Spyderco Manix 2 XL, nicht XL, ach meine Güte. Denn das Messer hier, das Spyderco Manix 2, ist auf jeden Fall in einem sehr, sehr guten Zustand. Also auf dem ersten Blick und auch bei genauerem Hinschauen lässt sich hier kein Fehler feststellen. Und da fragt man sich natürlich zu Recht, warum ist das Messer überhaupt bei mir? Der Jonas, der Besitzer des Messers, hat mir das Messer eingeschickt, damit das Messer ein Stonewash bekommt. Na und was soll ich sagen? Ein Stonewash kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Noch ein ganz kleiner Shoutout für Jonas. Gerne mal auf seinen Instagram-Seiten vorbeischauen. Aber natürlich erst, nachdem ihr mein Video hier zu Ende geguckt habt. Ist ja klar. Die beiden Schraubenzieher habe ich mir natürlich schon vor dem Video vorbeugend schon mal zurechtgelegt. Das ist einmal der T8, der für die ganzen Scale Screws verantwortlich ist. Beziehungsweise denn, oh, das weiß ich gar nicht, da habe ich gar nicht geguckt. Ob jetzt hier dieser Custom Clip auch mit dem T8 befestigt ist, das werde ich gleich rausfinden. Auf jeden Fall ist der zweite, der T10, passend für die Schraube der Klingenarretierung. Also brauchen wir die beiden auf jeden Fall und vielleicht sogar noch einen mehr. So, das Manix 2 sieht von innen eigentlich noch ziemlich gut aus. Wovon wir aber tatsächlich relativ viel haben, ist Staub bzw. Fussel. Also zumindest einige Male war es auf jeden Fall schon in den Taschen drinne. Und ihr seht, ganz auseinandergebaut ist das Ganze noch nicht. Die ganzen Schrauben sind auf jeden Fall raus, die Klinge ist raus, sowie auch die Washers und der Pocket Clip. Und das Einzige, was jetzt die beiden Scales und die beiden Liners jetzt zusammenhält, ist wirklich nur noch dieses kleine Lanyard-Hole. Das macht Spyderco hier immer extra knapp. Und deswegen muss man hier immer ein bisschen Kraft aufwenden. So, und irgendwann hat man dann auch wirklich alle 4 Teile, beziehungsweise 5, dann mit dem Lanyard-Hole zusammen separat. Jetzt werden wir kurzerhand mal sortieren, was überhaupt ein Stonewash bekommen soll und welche Teile so bleiben, wie sie sind. So, alles was jetzt hier auf der linken Seite ist, bleibt genauso wie es ist. Denn entweder, so wie es bei den Liners der Fall ist, kann man auf jeden Fall das nicht stonewashen, aber auch den Pivot, aber auch den Pivot, den man potenziell stonewashen könnte. Zur Erinnerung, das ist der hier in der Klinge dann schlussendlich sitzt und quasi die Klinge führt. Und wenn man jetzt kurzzeitig drüber nachdenkt, zum einen sieht man ihn nicht, also wäre ein Stonewash in der Hinsicht schon komplett nutzlos. Aber wenn man versteht, dass beim Stonewash ja auch die Oberfläche angeraut wird und auch ein bisschen Material verloren geht, kann man hier sogar zu dem Schluss kommen, dass ein Stonewash eher negativ wäre und die Leistung bzw. die Leichtgängigkeit des Messers beeinträchtigen würde. Aber auch das, was hier auf der rechten Seite liegt, können wir nicht alles komplett bedenkenlos einfach stonewashen. Beispielsweise die Lauflächen, also da wo die Washers denn sitzen, auf der Klinge, die sollen natürlich auch nicht angeraut werden, aus dem gleichen Grund, warum wir den Pivot nicht machen. Genauso wie bei den Schrauben, da können wir auch nur die Köpfe machen, denn wenn wir die Schrauben vollständig machen würden, also auch mit den Gewinden, dann laufen wir auch da Gefahr, dass die nicht mehr funktionieren, wie sie sollen. Also es gibt definitiv einige Sachen zu beachten und wir können nicht einfach drauf loslegen, sondern müssen uns jetzt vorher Gedanken machen, welche Sachen wir entweder abkleben oder mit Nagellack schützen und auch erst dann können wir die Sachen guten Gewissens in Säure tunken.
So, alle Teile, die wir behandeln wollten, haben wir jetzt auch behandelt. Hier bei der Klinge habe ich fast noch vergessen. Der Jonas hatte noch den Wunsch, dass wir hier einen Sharpening Choil ranmachen, also quasi die kleine Kerbe hier am Ende der Klinge, was einfach das Schärfen ein bisschen erleichtert. Und den Gefallen werden wir ihm natürlich auch tun. So, Sharpening Choil ist also auch erledigt. Wer sich wundert, was hier gerade noch drauf ist, das ist einfach nur Öl. Das soll verhindern, dass das Ganze weiter rostet, denn man weiß nie, ob man beim Abspülen jetzt wirklich 100% der Säure runterbekommen hat. Und deswegen sprühe ich danach immer noch gerne ein bisschen Öl auf die Teile. Alles klar, also, wir wollen das Messer natürlich jetzt gleich wieder zusammenbauen und dafür stört noch der Nagellack auf den Laufflächen. So, also die Klinge ist jetzt sauber. Ich habe sie jetzt bloß noch einmal abgeklebt an den Stellen, wo wir sie auch nicht mit Säure behandelt haben. Denn logischerweise würden diese Stellen jetzt auch am Tumbler aufgeraut werden und das wollen wir natürlich auch nicht. Was man hier jetzt interessanterweise nochmal sehen kann, ist, wie verschieden dunkel verschiedene Stähle werden. Denn im Grunde werden die drei Sachen hier aus Federstahl gefertigt worden sein. Und bei der Klinge wissen wir ja schon definitiv, das ist S30V. Ja, man kann schon was sagen, Standardstahl von Spyderco. Und auffälligerweise ist die Klinge auf jeden Fall sehr, sehr viel dunkler geworden als die Liners oder zum Beispiel auch der Clip. Aber das ist natürlich nichts, worauf wir beim Acid Wash Einfluss haben. Das hat einfach mit der Zusammensetzung der verschiedenen Stähle zu tun. Alles klar, der letzte Schritt vorm Zusammenbauen, also der Tumbler für diese 4 Teile. Ich habe das Ganze schon 2-3 Mal draußen gehabt, hat mir noch nicht gereicht und ich hoffe, jetzt sieht das Ganze so aus, wie ich mir es vorstelle. Aber um festzustellen, ob das der Fall ist, müssen wir das natürlich erstmal sauber machen. Freunde, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Also hat das manuelle Schütteln vielleicht auch nochmal ein bisschen was gebracht. Und ich würde jetzt ganz einfach sagen, wir können jetzt wieder ans Zusammenbauen gehen. Natürlich vergessen. Das Ding, was die Arretierung löst, muss natürlich vorher rein. Also muss ich das Teil jetzt hier nochmal abbauen. Ihr merkt, mit dem Aufbau von Spyderco habe ich noch nicht ganz so viel Erfahrung, denn auch den Washer habe ich hier unter dem Pivot vergessen. Also auch der muss nochmal ganz kurz raus. So Freunde, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Das heißt, jetzt kann die Klinge kommen. Sehr gut. So, hier genau das gleiche wie vorhin. Wir können hier ganz normal den Liner auflegen, aber hinten beim Längerton müssen wir wahrscheinlich mit ein bisschen Druck arbeiten. Sehr gut. Tja, und somit sind wir auch wieder bei diesem Video am Ende angelangt. Nochmal ein riesen Dankeschön an Jonas, dass er mir diesen Auftrag dagelassen hat und somit ich auch dieses Video hier machen konnte für euch. Und damit das in Zukunft auch so bleibt, möchte ich hier noch einmal ganz kurz erwähnen, im Grunde sind alle meine Videos Aufträge von euch, also meinen Zuschauern. Also wenn ihr noch was habt, egal in welche Richtung das geht, gerne entweder per E-Mail oder per Instagram, ihr wisst Bescheid. Freunde, ich muss sagen, das ganze Ergebnis, so wie es jetzt ist, überzeugt mich auf jeden Fall zu 100%. Dem Jonas habe ich natürlich schon eine kleine Videobotschaft dagelassen. Er ist auf jeden Fall sehr begeistert und ich hoffe, das bleibt auch so, wenn er das Teil dann wieder in seinen Händen hält. Aber auch eure Meinung interessiert mich riesig, deswegen liebend gerne in die Kommentare
Kommentare, wie ihr dieses Finish findet. Und was mir mindestens genauso wichtig ist, auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Video an sich findet. Wenn euer Feedback positiv ausfällt, dann freue ich mich natürlich auch riesig über einen Daumen und ein Abo, wer das noch nicht getan hat. Und in dem Sinne darf ich mal wieder sagen, ich bedanke mich riesig fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald im neuen Video. Passt auf euch auf, macht's gut, bis dahin. Ciao!